Der Ursprung des schwarzen Todes, das Rätsel der Pest. Prolog, der tödlichste Killer der Menschheitsgeschichte. In nur 6 Jahren, von 1347 bis 1353, verschwand zwischen 30 und 50% der europäischen Bevölkerung. Schätzungsweise 50 bis 60 Millionen Menschen fielen dieser Katastrophe zum Opfer, die als die tödlichste Pandemie der Menschheitsgeschichte in die Annalen einging. In Teilen Westeuropas starben 60% der Bevölkerung. Im Nahen Osten waren es 50%. Doch der Name Schwarzer Tod kam erst viel später auf. Die Zeitgenossen nannten sie das große Sterben, die große Pestilenz. Wegen der schwarzen Leichen und der eiternden Beulen prägte erst die Nachwelt den Namen Schwarzer Tod. Doch wo begann dieses Grauen eigentlich? Eine über 200 Jahre währende wissenschaftliche Kontroverse erlebte 2022 durch die Analyse alter DNA eine dramatische Wende. Diese Geschichte handelt von der Suche der Wissenschaft nach diesem Ursprung und vom Vermächtnis, das die Pest der Menschheit hinterließ. Erster Teil, 1338, das Geheimnis eines vergessenen Friedhofs. Erster die Botschaft der Grabsteine. Kirgisistan, der Issyk-Kul-See. Eingebettet am Fuße des Tianshan-Gebirges war dieser See eine wichtige Station an der Seidenstraße. Karawanen machten hier auf ihrem Weg von China im Osten bis nach Konstantinopel im Westen Rast. In den 1880er Jahren entdeckten russische Archäologen in dieser Region 2 mittelalterliche Friedhöfe nestorianischer Christen. Auf diesen Friedhöfen mit den Namen Burana und Karachigach erhoben sich Hunderte von Grabsteinen. Doch an den Steinen fiel etwas Merkwürdiges auf. Von 467 datierten Steinen konzentrierten sich nicht weniger als 118 auf die Jahre 1338 und 1339. Zudem trugen einige dieser Steine längere, detailliertere Inschriften als die übrigen. Auf ihnen stand, in syrischer Sprache: Dieser Mensch starb an der Pest. Die damaligen Archäologen dokumentierten die Gräber, aber ihre Bedeutung erkannten sie nicht. Die Grabsteine wanderten in die Magazine von Museen und gerieten für fast 140 Jahre in Vergessenheit. Zweiter ein Zufallsfund und die Frage. Die Zeit verging. Im Jahr 2022 stieß der Umwelthistoriker Philip Slevin von der Universität Stirling zufällig auf die Aufzeichnungen dieser Gräber. Ein plötzlicher Anstieg der Todesfälle 133839? Und auf den Steinen wird ausdrücklich die Pest als Ursache genannt? Das weckte Slevins Interesse. Denn die Pest wütete in Europa erst ab 1346. Die Todesfälle von 133839 lagen also 7 bis 8 Jahre davor. Könnte das ein Vorbote der Pest sein? Slevin kontaktierte die Archäogenetikerin Maria Spyru von der Universität Tübingen und Johannes Krause vom Max-Planck-Institut. Das Team begann, aus den Zähnen von 7 Schädeln, die bei den Ausgrabungen der 1880er Jahre geborgen worden waren, alte DNA zu extrahieren. Warum Zähne? Zähne sind reich durchblutet. Wenn Erreger über den Blutkreislauf eindringen, bleiben sie lange im Zahnmark erhalten. Zähne sind Zeitkapseln, die die letzten Geheimnisse der Toten bewahren. Zweiter Teil, was die DNA verrät. Ersten 7 Zähne und 3 Beweise. Das Team extrahierte DNA aus den 7 Zahnproben. Bei 3 den Zähnen 3er Frauen. Vom Friedhof Karachigach ergab sich ein schockierendes Resultat.
In ihren Zähnen fand sich DNA des Pesterregers Yersinia pestis. Noch erstaunlicher war das Erbgut des Bakterienstamms. Das Team verglich diesen alten Stamm mit 203 modernen Peststämmen und 47 historischen Peststämmen vom 14. bis 18. Jahrhundert. Das Ergebnis: Der in Kirgisistan gefundene Stamm war der gemeinsame Vorfahre aller späteren Peststämme, die in Europa wüteten. Slevin sagt: Was wir fanden, war verblüffend. Dieser besondere Stamm aus dem nördlichen Kirgisistan steht genetisch vor allen europäischen Peststämmen. Zweiter der Moment vor dem Urknall. Das Team entdeckte, dass dieser Stamm genau vor dem entscheidenden Punkt der evolutionären Aufspaltung des Pesterregers existierte. Slevin und seine Kollegen nannten diesen Moment den Urknall des Pesterregers. Der kirgisische Stamm war der unmittelbare Vorfahre vor diesem Urknall. Aus ihm gingen später 4 neue Linien hervor. Und eine davon war genau jene, die Europa verwüsten sollte. Bis heute findet sich in den Murmeltieren dieser Region ein moderner Stamm, der diesem alten Erreger am nächsten steht. Das bedeutet, dass der Pesterreger über 600 Jahre in den wilden Nagetierpopulationen dieser Region überdauert hat. Dritter: Das Ende der Ursprungsdebatte. Über 200 Jahre hatten Wissenschaftler über den Ursprung der Pest gestritten. Es gab Theorien über China, Zentralasien, Indien, die Schwarzmeerregion. Aber es fehlte an Beweisen. Es gab keine alte DNA. Diese Forschung beendete die Debatte. Unsere Entdeckung beendet jahrhundertealte Kontroversen, indem sie nachweist, dass die Pest in den 1330er Jahren in Zentralasien entstand. Die Pest kam nicht aus China oder Ostasien. Sie begann in Zentralasien, am Fuße des Tianshan-Gebirges, in einer kleinen Handelsstation an der Seidenstraße. Dritter Teil: Die Seidenstraße, Weg des Todes. Erster: Vom Murmeltier zum Menschen. Doch die DNA hinterließ eine weitere Frage. Wie sprang dieser tödliche Erreger zum ersten Mal auf den Menschen über? Slevin sieht die Ursache in Murmeltieren. Das häufigste Nagetier in jener Region, das die Pest überträgt, sind Murmeltiere. Murmeltiere sind große Nagetiere, die heute noch in den Steppen Zentralasiens leben. Irgendwann geschah etwas, das dieses Bakterium vom Murmeltier auf den Menschen überspringen ließ. Normalerweise passiert so etwas, wenn die Nagetierpopulation zusammenbricht. Dann werden die Flöhe, die die Bakterien übertragen, sehr unzufrieden und suchen sich einen neuen Wirt. Und der neue Wirt ist der Mensch. Klimawandel oder andere ökologische Faktoren mögen die Murmeltierpopulation erschüttert haben. Und die hungrigen Flöhe begannen, Menschen zu befallen. Zweiter: Der Tod reist mit den Karawanen. 133839 begann die Seuche in einem kleinen Dorf in Kirgisistan und breitete sich dann entlang der Seidenstraße aus. Diese Region war eine wichtige Station der Seidenstraße, ein Zentrum des internationalen Handels. In den Gräbern fanden sich Perlen, Münzen und Kleidung aus fernen Regionen. Ein Beleg dafür, dass dieses Dorf den Fernhändlern als Rastplatz diente. Ratten mit infizierten Flöhen im Fell reisten vermutlich mit dem Gepäck der Karawanen. Oder Läuse und Flöhe auf den Menschen selbst könnten die Übertragung vermittelt haben. Sowohl der Fernhandel als auch der regionale Handel dürften entscheidend dazu beigetragen haben, dass sich die Krankheit vom Tianshan-Gebiet nach Westeurasien und darüber hinaus ausbreitete. 1346 erreichte die Pest Kaffa.
Das heutige Feodosia, an der Schwarzmeerküste. Diese Handelsstadt der Genüsen wurde von mongolischen Truppen belagert. Der Legende nach katapultierten die Mongolen pestkranke Leichen in die Stadt. Die genüsischen Händler flohen mit ihren Schiffen ins Mittelmeer und verbreiteten so die Pest in ganz Europa. Ob wahr oder nicht. Die Geschichte zeigt symbolhaft, wie die Pest Krieg und Handel folgte. 4. Teil, die Rätsel der Pest selbst. 1. Das Geheimnis der Symptome. Doch nicht alle Rätsel der Pest sind gelöst. Tatsächlich sind die Symptome selbst ein Mysterium. Die Chronisten des 14. Jahrhunderts beschrieben Symptome, die von der modernen Pest abweichen. Der Franziskanermönch Michele da Piazza schilderte, was geschah, als 1347 genüsische Galeeren in Messina auf Sizilien anlegten. Der Atem verbreitete die Ansteckung. Die Opfer schienen wie auf einen Schlag getroffen. Sie spuckten heftig Blut und starben nach 3 Tagen unablässigen Erbrechens. Eine andere Quelle berichtet, die Krankheit befällt auf dreierlei Weise. Erstens leiden die Menschen an Lunge und Atem. Wer so erkrankt, überlebt kaum 2 Tage. Viele Leichname wurden geöffnet. Und alle Toten hatten infizierte Lungen und spuckten Blut. Der viktorianische Gelehrte Kardinal Francis Eden Gasquet wies auf 4 Unterschiede hin zwischen moderner Pest und mittelalterlichem Schwarzen Tod. Brandige Entzündungen von Hals und Lunge, heftige Schmerzen in der Brust, blutiges Erbrechen und Bluthusten und der widerliche Geruch von Körper und Atem der Kranken. Dazu die hohe Ansteckungsfähigkeit. All das unterschied sich deutlich von den Symptomen der 3. Pandemie im 19. / 20. Jahrhundert. 2. Die Lage der Beulen. Ein weiterer Unterschied war die Lage der Lymphknotenschwellungen, der Beulen. Bei der modernen Pest treten 55–75% der Beulen in der Leistengegend auf, 10–20% am Hals. Flöhe beißen am häufigsten in die Knöchel. Von dort wandern die Bakterien die Lymphbahnen hoch. Die Leistenlymphknoten sind die ersten, die betroffen sind. Doch die Quellen des 14. Jahrhunderts beschreiben Beulen an höher gelegenen Stellen. Hinter den Ohren, im Rachen. Stellen, die Flöhe kaum erreichen. 3. Das Schweigen der Ratten. Während der 3. Pandemie ging dem Ausbruch der Pest beim Menschen stets ein massenhaftes Rattensterben voraus. Flöhe wechseln erst dann auf den Menschen, wenn ihr eigentlicher Wirt, die Ratte, nahezu ausgerottet ist. Doch in den Pestchroniken finden sich kaum Hinweise auf ein Rattensterben. Manche Forscher spekulieren, dass tote Ratten im mittelalterlichen Straßenbild zu alltäglich gewesen seien, um erwähnenswert zu sein. Eine höchst unwahrscheinliche These. Wenn die Ratten die Ursache einer Seuche sind, die die halbe Bevölkerung dahinrafft, dann türmen sich die toten Ratten knietief auf den Straßen. Und die Menschen hätten das gewiss aufgezeichnet. 4. Das Rätsel der Jahreszeiten. Während der 3. Pandemie war der Ausbruch der Pest stark vom Klima abhängig. In Indiens heißer, trockener Jahreszeit gab es kaum Ausbrüche. Sie häuften sich in den Übergangszeiten mit höherer Luftfeuchtigkeit und milderen Temperaturen, den idealen Bedingungen für Flöhe. Der Schwarze Tod hingegen schien kaum vom Klima beeinflusst. In manchen Teilen Europas erreichte die Sterblichkeit im Dezember und Januar ihren Höhepunkt. Tatsächlich tötete die Pest im milden Siena etwa gleich viele Menschen wie im eiskalten Grönland.
5. Teil: Neue Theorien und gelöste Rätsel. 1. Die Murmeltierpest-Hypothese. Für diese Rätsel bot die Wissenschaftlerin Wendy Orant eine faszinierende Erklärung an. Die Pest des Schwarzen Todes stammte nicht von gewöhnlichen Ratten, sondern von Murmeltieren. Die Murmeltierpest hat eine hohe Affinität zur Lunge. Das erklärt, warum die Lungenpest auch in wärmeren Klimaten so häufig war. Und noch wichtiger, die Murmeltierpest ist ansteckend. Murmeltiere verbreiten die Krankheit durch Husten. Genauso wie Menschen. Wenn diese Murmeltierseuche irgendwann auf den Menschen übersprang und sich zu einer vermenschlichten Pest entwickelte, dann würde ihr genetisches Erbe die Symptome erklären. Brustschmerzen, Bluthusten, brandige Lungen und der üble Geruch aus Hals und Mund. Und es erklärte, warum kein Rattensterben verzeichnet wurde. Diese Krankheit wurde direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Durch die Luft, wie Michele da Piazza und Louis Sanctus es beschrieben hatten. 2. Der französische DNA-Beweis. Doch der sicherste Beweis ist nicht eine Liste von Symptomen, sondern die DNA. Ende der 1990er Jahre entnahm ein französisches Team den Zähnen von Toten aus 2 südfranzösischen Pestgräbern Proben. Das eine Grab stammte aus der Zeit des Schwarzen Todes. Das andere aus einer späteren Wiederkehr der Pest. In einer Reihe von Veröffentlichungen in den Proceedings of the National Academy of Sciences berichteten die französischen Forscher, dass sie in beiden Proben DNA von Yersinia pestis gefunden hatten. Der leitende Forscher Didier Raoult erklärte unmissverständlich: Der mittelalterliche schwarze Tod war die Pest. Die unterschiedlichen Symptome lassen sich erklären durch Veränderungen der Krankheit selbst oder durch unterschiedliche Übertragungswege. Krankheiten verändern sich im Laufe der Zeit. Genau wie Menschen. Masern und Syphilis zeigen heute ein völlig anderes Bild als bei ihrem ersten Auftreten in Europa. 6. Teil: Der Tod im Wandel, die Strategie der Pest. 1. Die Mutation eines einzigen Gens. 2025 erschien eine weitere aufsehenerregende Studie über die Pest. Ein gemeinsames Forschungsteam der McMaster University und des Institut Pasteur veröffentlichte seine Ergebnisse im Wissenschaftsmagazin Science. Die Forscher konzentrierten sich auf das Plagen des Pesterregers. Dieses Gen ist ein zentraler Virulenzfaktor. Es ermöglicht dem Bakterium, dem Immunsystem zu entkommen, in die Lymphknoten einzudringen und sich im ganzen Körper auszubreiten. Die Analyse von Hunderten von Proben alter Pestopfer ergab, je später in der ersten Pandemie, Justinianische Pest, und der zweiten Pandemie, Schwarzer Tod, desto geringer war die Kopienanzahl des Plagens. 2. Weniger Giftigkeit, eine Überlebensstrategie. Um diese Beobachtung zu überprüfen, analysierte das Team moderne Stämme aus der dritten Pandemie. In der umfangreichen Sammlung des Institut Pasteur fanden sie 3 moderne Stämme mit reduzierter Kopienanzahl des Plagens. Versuche an Mäusen zeigten: Wenn die Kopienanzahl des Plagens sinkt, sinkt die Sterblichkeit um 20%. Und die Infektionsdauer verlängert sich. Die infizierten Individuen lebten länger, bevor sie starben. Warum diese Evolution? Die Forscher sehen darin eine Anpassung an die sinkende Wirtsdichte. Zu Beginn einer Pandemie, wenn Ratten und Menschen in hoher Dichte leben, ist eine schnelle Übertragung von Vorteil. Doch wenn die Wirtsdichte durch das massive Sterben abnimmt, ist es für den Erreger günstiger, den Wirt länger am Leben zu lassen. Das erhöht die Chancen auf Übertragung.
Die verringerte Giftigkeit könnte dem Pesterreger einen selektiven Vorteil verschafft haben. In einer Population mit geringerer Dichte. Dritter das Erbe der Pest. Die Pest hinterließ mehr als nur millionenfachen Tod. Jüngste Forschungen zeigen bestimmte Genvarianten, die bei Überlebenden der Pest gefunden wurden, beeinflussen noch heute Autoimmunerkrankungen. Eine bestimmte Variante des ERAP2-Gens bot Schutz vor der Pest. Doch heute begünstigt sie Typ 1 Diabetes und dessen Komplikationen. Das bedeutet, die Seuche hat den menschlichen Genpool dauerhaft verändert. 7. Teil: Geschichten, die aus der Stille auferstehen. Erste Rückkehr nach Kirgisistan. Nach der Veröffentlichung der Studie von 2022 gerieten die kleinen Dörfer in Kirgisistan plötzlich ins Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. Die Grabsteine am Ufer des Issyk-Kul-Sees, 600 Jahre lang schweigend, begannen endlich, ihr Geheimnis zu erzählen. Philip Slevin, Mitglied des Forschungsteams, sagt: Schon im Mittelalter erleben wir eine hohe Mobilität und schnelle Ausbreitung menschlicher Krankheitserreger. Wir dürfen das Potenzial nicht unterschätzen, dass Erreger aus relativ abgelegenen Regionen in die ganze Welt gelangen können. Vielleicht durch Zoonosen. Zweite Geschichte als Warnung. Die Suche nach dem Ursprung der Pest ist mehr als historische Neugier. Wie die Corona-Pandemie gezeigt hat, sind Kontroversen über den Ursprung von Seuchen nie einfach zu lösen. Der Evolutionsgenetiker Hendrik Poinar von der McMaster University warnt: Die Versuchung ist groß, den genauen Ort und die genaue Zeit der Pest anhand alter DNA-Funde bestimmen zu wollen. Aber das sollte man zügeln. Denn es ist möglich, dass dieser Stamm vor 1338 in einem größeren Gebiet des Kontinents existierte. Trotzdem hat die alte DNA-Technologie das Verständnis der Seuchengeschichte revolutioniert. Der Epidemiologe David Fisman von der Universität Toronto sagt: Die Fähigkeit, Erbgut aus Material zu gewinnen, das jahrhundertelang in der Erde lag, hat unser Verständnis von Seuchen völlig verändert. Epilog: Die Botschaft der Grabsteine. Noch heute stehen die Grabsteine am Ufer des Issyk-Kul-Sees. Einige von ihnen tragen die Jahreszahlen 1338 und 1339. In syrischer Schrift steht dort: Dieser Mensch starb an der Pest. In den Zähnen der 3 Frauen, die unter diesen Steinen begraben liegen, war die DNA des Pesterregers konserviert. Und diese DNA erzählte 600 Jahre später der Menschheit ihre Geschichte. Woher wir kamen, wie wir uns ausbreiteten, wie wir uns entwickelten. Der schwarze Tod ist keine bloße Vergangenheit. Er ist Gegenwart. Die Stämme der 3. Pandemie finden sich noch heute in Madagaskar, der Demokratischen Republik Kongo, der Mongolei und sogar in den USA. Antibiotika halten sie in Schach. Aber in den wilden Nagetier-Populationen lebt der Pesterreger weiter und entwickelt sich unaufhörlich weiter. Javier Pizarro-Cerda vom Institut Pasteur sagt: Die Pest ist heute eine seltene Krankheit. Aber sie bleibt eine Public Health-relevante Bedrohung und dient als Modell, um zu verstehen, wie Pandemien entstehen und vergehen. Die Grabsteine sprechen. Erinnert euch und bereitet euch vor. Der Tod ist immer an unserer Seite.